Deutsch lernen durch Hören. Hey Elif, schön, dass ich dich treffe. Hast du am Samstag schon was vor? Hallo Elsa. Nein, eigentlich nicht. Wieso fragst du? Am Wochenende ist doch die Buchmesse. Unser Verlag wird dort auch wieder mit einem Stand vertreten sein. Eigentlich wird unser Verlag jedes Jahr von Susanne und mir betreut, aber Susanne ist nun leider krank geworden. Ja, stimmt. Das habe ich gehört. Sie hatte einen Autounfall, oder? Ja, leider. Es geht ihr zwar soweit gut, aber sie muss sich noch ein wenig erholen. Daher wollte ich dich fragen, ob du den Stand mit mir gemeinsam betreuen könntest. Alleine schaffe ich das nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dabei wirklich helfen kann. Das ist nicht schwer, Elif. Du arbeitest doch seit 5 Jahren hier als Verlegerin. Du kennst den Verlag gut. Das ist alles, was du brauchst. Was sind denn meine Aufgaben dort? Du unterhältst dich mit Kunden, Autoren und Agenturen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und eventuell auch neue Autoren kennenzulernen. Eigentlich führst du die ganze Zeit nur Gespräche. Das klingt eigentlich sehr interessant. Weißt du was? Ich begleite dich sehr gerne. Super. Ich bin dir unendlich dankbar. Allein ist das nicht machbar. Kein Problem. Und wer hilft dir am Sonntag? Tja, leider habe ich noch keine Unterstützung für Sonntag gefunden. Dann mache ich das ebenfalls. Du kannst ja nicht allein am Stand stehen. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sehr viel Spaß daran haben werde. Es ist ganz gut, wenn ich mal wieder aus dem Verlag herauskomme. Du bist die Beste. Vielen Dank. Kein Problem. Ich mache es sehr gerne. Ich komme nach der Mittagspause zu dir ins Büro, dann können wir alles Weitere besprechen. Alles klar. Bis nachher. Bis dann.